Okay, so thank you for inviting me. I'm very happy to be here. Danke für die Einladung. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. It's just another opportunity in my life to share this most beautiful Dhamma. Es ist noch eine weitere Gelegenheit in meinem Leben, dieses wunderschöne Dhamma zu teilen. Dhamma, as you know very well, is a Buddhist word which means truth or ultimate truth. Und wie ihr genau wisst, ist Dhamma ein buddhistisches Wort, was Wahrheit oder ultimative Wahrheit bedeutet. It means that which is behind the appearance of things. Das ist das, was hinter dem Anschein der Dinge liegt. And so this is our investigation, if we consider ourselves to be disciples of Dhamma. Das ist also unsere Suche, unsere Untersuchung wörtlich, wenn wir uns entscheiden, Jünger des Dhamma zu sein. To look beyond what's presented to us. To look beyond what? What the mind presents to us. Zu schauen, was hinter dem liegt, was unser Sinn uns vorspiegelt. So my style of sharing this Dhamma is to tell stories. Meine Art, dieses Dhamma zu teilen, ist Geschichten zu erzählen. And stories are an ancient and traditional way of sharing Dhamma. Geschichten erzählen ist eine uralte, traditionelle Art, das Dhamma zu teilen. So the story tonight is one of my favorites. Die Geschichte, die ich heute Abend erzähle, ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Actually, we've just come from retreat. Wir kommen also jetzt gerade aus dem Retreat. And one of the talks on retreat, I said, I'm going to tell you now my favorite story. In einem der Reden im Retreat habe ich gesagt, und jetzt erzähle ich euch meine Lieblingsgeschichte. And I took the story right to the end. Und ich habe die Geschichte bis fast ans Ende erzählt. And then I forgot the end. Und dann? I forgot the end. Und dann habe ich das Ende vergessen. So tonight I reflected a little bit before I got here. Also heute Abend habe ich etwas nachgedacht, ehe ich hierher gekommen bin. And to share this story with you. Und ich werde die Geschichte mit euch teilen. And the idea is just to, in fact, to share with you what I consider to be the greatest blessing in my life. Und die Vorstellung ist wirklich, mit euch zu teilen, was das größte Vergnügen in meinem Leben ist. Which is this Dhamma. Which is this Dhamma. Was ist das Dhamma? Okay. So I will tell you the story. Also ich erzähle euch die Geschichte. And what you hear will be something unique and personal for you. Und das, was ihr hören werdet, ist was Einzigartiges und was ganz Persönliches für euch. So some parts will resonate with your heart and others will leave you completely. Okay. Also manche Teile werden euer Herz berühren, mit eurem Herz mitschwingen und andere Teile werden total an euch vorbeirauschen. But it's not my intention to give you a teaching, only to share a story. Aber ich möchte euch keine Lehrrede halten. Es ist einfach nur, mit euch eine Geschichte zu teilen. Okay, so here's the story. Also, hier ist jetzt die Geschichte. Right. At one time there was a great master called Gudo. Es war einmal ein großer Meister, der Gudo hieß. And master is a word that we hear often these days. Und wir hören das Wort Meister heute sehr, sehr häufig. But actually it defines something particular in a person. Aber es beschreibt etwas Bestimmtes in einer beschreibt Person. Eine besondere Qualität in einer Person. Yes, yes. The master, when we speak about masters in a Dhamma perspective, the master is the one who completed the training. Wenn wir im Zusammenhang mit
mit Dhamma über Meister sprechen, ist das jemand, der die Ausbildung abgelegt hat. Actually, the whole of Dharma training is very simple. Also das ganze Dhamma-Training, die ganze Dhamma-Ausbildung ist total einfach. It's just not easy. Es ist nicht leicht. Because you're always bumping into yourself. Because you're always... Bumping into yourself, into your own mind. Du wirst ständig mit dir selbst konfrontiert. Ach so, ja. Yes, that's it. In fact, we can say the attitude for our practice should be just do what you're supposed to do. Also die Einstellung zur Praxis sollte sein, mach einfach das, was du tun sollst. So I was blessed to train with a master for 22 years. Also war es ein großer Segen für mich, bei einem Meister zu üben, für 22 Jahre zu üben. And when I first met him, his very first words of teaching to me were, und als ich ihn zum allerersten Mal getroffen habe, waren seine allerersten Worte: if you want to be happy in your life, you have to cultivate a loving heart. Wenn du in deinem Leben glücklich werden möchtest, musst du ein liebendes Herz kultivieren. Those words were the final part of a jigsaw puzzle, Und diese Worte war das letzte Steinchen in einem Puzzle. Yes. I had trained in transcendental meditation and in Rinzai and Soto Zen. Also hat in transzendentaler Meditation geübt davor und das andere Soto Zen und Rinzai Zen. And I loved them, all of them. Er liebte alles davon. But I always felt there was something missing. Und hat immer gemeint, ja, irgendwas fehlte aber noch. Of course, I could not know what it was. Und er hatte aber keinen Schimmer, was das war. Until I sat in this dark Dharma hall in a monastery in England. Bis ich damals in so einem dunklen Dharma-Saal gesessen habe, in einem Kloster in England. Yeah. And this smiley, is that a word? This smiley Burmese Buddhist monk sat in front of me and said, if you want to be happy in your life, you have to cultivate a loving heart. Bis dann dieser lächelnde burmesische Mönch vor ihm stand und sagt, wenn du in deinem Leben glücklich sein willst, dann musst du ein liebendes Herz kultivieren. Happiness begins with love. Happiness? Begins with love. Glücklich sein beginnt mit Liebe. Yes. So Gudo was a man like this. Und Gudo war auch so ein Mann. He had done the training. Er hat das Training absolviert, also die Ausbildung absolviert. He didn't look for shortcuts or quick ways to do something. Also er hat nicht nach Abkürzungen gesucht und auch nicht nach irgendwelchen schnellen Methoden, um sich da durchzulavieren. He did what he was supposed to do. Er hat also das gemacht, was er tun sollte. He sat with this mind. Er sah in dieser Geisteshaltung. He saw the nature of the mind. Das Er hat die Natur des... equivalent word in mind, like mind in German, so I have to think about. Er hat die Natur Er des hatte Geistes. diese Geisteshaltung, diesen Sinn, Okay, that everything that arises into the mind is impermanent. dass alles, Was was in den im- Geist reinkommt, was in den vergänglich, Geist hineingeht, vergänglich ist. And so, once we understand that everything is impermanent, Und wenn man dann einmal kapiert hat, dass alles vergänglich ist, it doesn't make sense to grasp at it and try to hold it. dann bringt es natürlich logischerweise auch gar nichts, wenn man versucht, daran festzuhalten. Now, that's an example of the simplicity of Dhamma. Das ist ein Beispiel der Einfachheit des Dhamma. But our habits are very strong. Aber unsere Gewohnheiten sind sehr, sehr stark. So we keep grasping at the mind. So, We keep grasping at the thoughts and the emotions. so versuchen wir also an unseren Gedanken und Gefühlen festzuhalten.
und uns dran zu klammern, ja? always making them important. Und Wir machen sie immer wichtig. wir machen sie immer wichtig. Wir machen sie immer wichtig. But actually they're just like clouds passing through a clear sky. Und sie sind doch nur Wolken an einem klaren Himmel. So that's very simple, but not easy. Also ganz einfach, aber nicht locker. So Gudo, Nebenbei. was this man. Also war das Gudo, der Mann. His reputation began to grow as being a pure being. Sein Ruf verbreitete sich, dass er ein reines Wesen war. And that purity comes from the complete letting go of fear and desire. Und diese Reinheit kommt vom kompletten Gehen lassen von das Verlangen und Desire. Desire And fear. und von Angst und Verlangen, Gier. So any relationship he was in was always pure. Dementsprechend waren alle Verbindungen, die er zu anderen Menschen einging, rein. His reputation began to grow Und sein Ruf erweiterte sich noch, until the emperor heard of him. bis der Kaiser von ihm hörte. And the emperor invited Gudo to come to the palace and share Dhamma with him. Und dann hat der Kaiser ihn an den Hof gerufen, damit er das Dhamma mit ihm teile. And of course Gudo had to say yes. Also ihm blieb eigentlich keine Wahl, außer Ja zu sagen. And so he became the teacher to the emperor. Und dadurch wurde er der Lehrer des Kaisers. And because of this he became more and more famous in the town. Und dadurch wurde er noch berühmter in der Stadt. In those days the town of the emperor was Kyoto. The town where the emperor lived, the capital was Also Kyoto. damals war Kyoto die Hauptstadt von Japan, des Reiches. So Gudo was like this, and then one day he received an invitation to go to what is now Tokyo. Und dann hat Gudo eine Einladung nach Tokio bekommen. Which was in those days called Edo. Ja, das damals Edo hieß. But even though he was this highly acknowledged master of the emperor, he was still a very simple man. Und obwohl er jetzt nun der Lehrer des Kaisers war, war er immer noch ein sehr einfacher Mensch. And so he decided that he would take his monk's way to travel to Edo. Und deshalb hat er beschlossen, auf die Art eines Mönches nach Edo zu reisen. So he took his straw sandals and this big pointy hat. Und dementsprechend hat er seine Strohsandalen genommen und seinen großen Strohhut, wie die Mönche das halt machen. And this stick. Sein Wanderstab. And he began to walk. Und er fing an zu gehen. When he walked through the town, people would sense something lovely is happening next to me. Und wenn er durch die Stadt geht, haben die Leute gespürt, dass irgendwas Liebevolles, Liebenswertes in meiner Nähe passiert, in ihrer Nähe passiert. But they wouldn't know what it was, because by the time they looked, he had already passed. Aber bis sie sich dann umgedreht haben, war er schon weitergegangen. Okay, so he walked and walked. Also ging er und ging er. And then it began to rain. Und dann fing es an zu regnen. And he was a simple and humble monk. Und er war ein einfacher, bescheidener Mönch. And so he had no real protection against the weather. Und dementsprechend hat er keinen echten Wetterschutz gehabt. And so as he was walking, his straw sandals began to fall apart. Und dementsprechend sind dann seine Strohsandalen auseinandergefallen. And master or not, he needed shoes. Und ob er nun Meister war oder nicht, brauchte er schon Schuhe. And so as he's walking, he sees a farmhouse in the distance.
Und dann sah er in der Entfernung einen Bauernhof. And on the window of the farmhouse are straw sandals. Oh, und im Fenster standen Strohsandalen. And he thinks, aha, that's exactly what I want. Ah, das ist genau, was ich brauche. So he arrived at the house and he knocked on the door. Also kommt er am Haus an und klopft an die Tür. And the lady of the house opened the door. Und die Dame des Hauses öffnet die Tür. And she saw this simple, humble, beautiful man standing there. Und sie sah diesen bescheidenen, einfachen Menschen, wunderschönen Menschen vor sich stehen. With rain dripping off his nose. Und der Regen lief ihm von der Nase. And he said to her, I see you have some sandals. May I buy a pair of sandals from you? Und er sagte zu ihr, ich sehe, dass Sie Sandalen haben. Kann ich bitte ein paar Sandalen von Ihnen kaufen? And she said, no, 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 you must not buy them. Please come in. Nein, 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 Sie können die nicht kaufen. Kommen Sie bitte herein. And they offered, the lady of the house offered the sandals as a gift. Und sie hat ihnen die Sandalen als Geschenk angeboten. And they said, please, take off your outer robe and put it by the fire to dry. Bitte legen Sie doch Ihre äußere Robe ab und hängen Sie ans Feuer, damit sie trocknet. And please eat something with us. Und essen Sie doch gerne etwas mit uns. And so he sat at the table and began to eat some soup. Und dann saß er also am Tisch und aß seine Suppe. But he noticed that the family were not happy. Und er merkte, dass die Familie irgendwie nicht glücklich war. There was this heavy atmosphere in the house. Es war irgendwie eine schwere, gedrückte Atmosphäre im Haus. And everybody's mouth turned down. Und alle hatten die Mundwinkel. So there was the mother, Es war also die Mutter, 2 children, 2 Kinder and the mother of the mother. und die Mutter der Mutter. So this was the family in the house. Das war die Familie des Hauses. And so Gudo asked, is there something wrong here? Und er hat Gudo gefragt, ist irgendwas nicht in Ordnung? And the mother said, oh, it's my husband. Und die Frau sagte, es ist mein Mann. He drinks too much. Er trinkt zu viel. He's always going out. He spends all the money we have on drink. Er ist immer unterwegs und er gibt alles Geld für Alkohol aus. And then when he gets drunk, he gambles. Oh, ja. Und wenn er getrunken hat, dann fängt er an zu spielen. Oh, when he gets drunk, he gambles, and he's no good at gambling. Und er kann auch nicht gut spielen. So he loses more money, Und deshalb verliert er noch mehr Geld. and then he gets angry, Und dann wird er wütend. and then he comes home. Und dann kommt er nach Hause. And he's always in such a bad mood, and he's so abusive to us. Und er ist immer schlecht gelaunt und richtig fies zu uns. And we just don't know what to do. He makes our life a misery. Und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Er macht unser Leben einfach miserabel. She said, well, that's the situation, and there's nothing to be done. Das ist unsere Situation und man kann nichts dran machen. And Gudo said, well, perhaps I can help. Und Gudo sagt, ja, vielleicht kann ich helfen. And I think that's always the attitude of the master. Und das ist immer die Haltung eines Meisters. Not that, oh, I can fix this. Not, Reparieren. ich kann das jetzt reparieren, But perhaps I can help. sondern vielleicht kann ich helfen. And the lady of the house said, oh, please, if you can do something, please. Und die Dame des Hauses sagt, also wenn Sie was machen können, bitte, bitte. So he said to the children, here's some money, here's some coins. Go into the town and buy some wine and buy something to eat. Also gab er den Kindern ein paar Münzen und sagte, geht in die Stadt und kauft Wein und was zu essen. So after some time the children came back Und nach einer Weile kamen die Kinder zurück and they had a gallon of wine und haben 4 Liter Wein and some fish, some raw fish, dead raw fish. und toten, rohen Fisch. Nicht sehr frisch, ne? Not very fresh fish, huh? Fresh but dead. Toten Fisch.
And so he said, thank you very much. Now if you leave this with me and you can all go to bed. Dann hat sich bei den Kindern bedankt und hat gesagt, ihr könnt jetzt ins Bett gehen. And I will sit here tonight and I will meditate. Und ich bleibe dann hier sitzen und ich werde meditieren. So Gudo took his posture. Gudo nahm seine Position ein. You see, that's another thing. This posture is so beautiful. Das ist das. Diese Pose ist so wunderschön. It's elegant. Es ist elegant. We Sie ist sit- elegant. We sit, I mean, there are variations of it, of course, but we sit, our back is straight, our shoulders are down. Wir sitzen mit geradem Rücken und unsere Schultern sind gesenkt. Our chin is tucked in. Und der Kinn ist etwas herangezogen. And there are many variations of ways to hold your hands. Und es gibt viele Variationen der Handhaltung. But from a Vipassana perspective, we don't really mind. Und aus der Sicht des Vipassana ist es aber nicht so wichtig, also ist egal. So if you come to sit a retreat, how your hands are is not the most important thing. Also wenn ihr ins Retreat kommt, die Handhaltung ist wirklich nicht das Allerwichtigste. So Gudo is sitting in this beautiful posture. Also sitzt Gudo in seiner wunderschönen Pose. And next to him is this gallon of wine Neben mir sind die 4 Liter Wein and this dish of dead fish. und eine Schale mit totem Fisch. So he's sitting in this beautiful, elegant posture, meditating. Er sitzt da in seiner eleganten, wunderschönen Pose und meditiert. And suddenly the door flies open Und die Tür fliegt auf and this brute, this monster arrives. This drunk monster. Diese besoffene Monster schlägt auf. He said, wife, where are you? Frau, wo steckst du? Of course, they had gone to bed. Aber sie sind ja ins Bett gegangen. So Gudo spoke to this man. Also sprach Gudo mit dem Mann. He said, I got caught in the rain and your wife allowed me to stay here for the night. Also sagt er, ich bin in den Regen gekommen und ihre Frau hat mir freundlicherweise erlaubt, heute Nacht hier zu bleiben. And to repay her kindness, I bought some wine and some food. Und um ihre Freundlichkeit zu vergelten, habe ich Wein und Essen gekauft. Well, the moment this man heard the word wine, his attention was only with that. In dem Moment, wo er Wein hörte, war seine Aufmerksamkeit beim Wein. So he sat down next to Gudo Also setzte er sich neben Gudo and he began to drink this wine. und er fing an, den Wein zu trinken. Not elegantly. Nicht sehr elegant. He was just pouring, it was going down his mouth, out on his chin, on his clothes. Also hat er den Wein gekippt, wie man auf Deutsch sagt, und lief von überall herum. He didn't care. War ihm egal. And then he saw the fish. Und dann sah er den Fisch. Supper. Andessen. So he reached in, he took out a fish, they're dead, don't forget. He took out a fish and just, Dachte er. Lecker. just like a penguin. So wie so ein Pinguin. And then he took another one, and then another one. Dann nahm er einen und noch einen. So he's drunk. Also ist besoffen. He's eating fish, Er isst Raw rohen fish. Fisch. and he's drinking more wine. Und er trinkt noch mehr. Now, you can imagine the effect all of this is having in his body. Und ihr könnt euch also vorstellen, welchen Effekt das auf seinen Körper hatte. And so when he, Als er rülpste, Sich ergeben hat. Erwachen hat. okay, rückwärts gegessen hat. the smell of this fish fills the whole room. Okay, ja, also hat der ganze Raum gestunken It's von Fisch. like a new kind of incense. Eine neue so eine Räucherstäbchen. Fincense. Nothing. Stinksens. Stinkt dann. Okay. So eventually, and Gudo is sitting there. And eventually this man falls over and falls asleep and he's lying there snoring. And Gudo is still sitting there in his meditation posture. Also ist der Mann irgendwann umgekippt und hat angefangen
zu schnarchen und es sah richtig eklig aus und Gudo sah immer noch ruhig und in sich zentriert da. Now this really is my favorite part of the story. Und das ist jetzt also mein Lieblingsteil der Geschichte. Because for me it shows the difference between the Dharma heart and the world. Und das zeigt euch, es zeigt tatsächlich den Unterschied zwischen einem von Dharma erfüllten Herzen und der Welt. Yes. This man lying, snoring, drunk. Der Mann, der da liegt und besoffen schnarcht, There's no elegance in his life at this moment. da ist keine Eleganz in seinem Leben And whatever his behavior is, he can blame it on someone else. und was er auch immer macht, irgendjemand anders hat Schuld daran. It's not my fault I drink. Es ist natürlich nicht sein Fehler, dass er trinkt. It's my wife or my job or my mother-in-law. Also es liegt an seiner Frau, an den Kindern oder an der Schwiegermutter. But it's not my fault. Es ist nie sein eigener Fehler. And this is always the voice of the victim. Es ist immer die Stimme des Opfers. And Dharma is always about self-responsibility. Im Dhamma Und geht Dhamma es, ist immer über eigene Verantwortung, über Selbstverantwortung. If you said it, then you're responsible. Okay? If you said something, then you're responsible for saying that. Wenn du was sagst, dann bist du dafür verantwortlich, was du sagst. If you did it, you're responsible for that. Wenn du was machst, dann bist du dafür verantwortlich. And whatever mind state we empower has a consequence. Was immer wir für eine Geisteszustand. Geisteshaltung ermöglichen, in uns selbst ermöglichen, dafür sind wir selber verantwortlich. And there's no escape from the consequence of the mind states you empower. Und es gibt natürlich kein Entwischen von den Konsequenzen, die die eigene Geisteshaltung mit sich bringt. Simply put, this is karma and vipaka. Vipaka ist Frucht, die Frucht von Karma. Okay. All right, good. But next to him is sitting this beautiful, elegant man. Aber neben ihm sitzt dieser wunderschöne, elegante Mann, who looks upon this being lying next to him drunk, der auf das Wesen hinschaut, das neben ihm besoffen da liegt, but with no judgment. ohne Wertung. It's a fellow human being. Es ist ein Mitmensch. It's a fellow human being that has not yet met Dharma. Es ist ein Mitmensch, der dem Dhamma noch nicht begegnet ist. So he struggles in his life. Also kämpft er mit dem Leben. In every moment he's struggling in his life. In jedem Moment seines Lebens ist er am Kämpfen. And when our heart is open, Und wenn unser Herz geöffnet ist, in this kind of situation, what arises is compassion. und in so einer Situation entsteht Mitgefühl, kommt Mitgefühl hoch Not judgment. und keine Wertung. So Gudo is sitting like this with this compassion for this fellow human being. Also sitzt Gudo so mit dem Mitgefühl für seinen Mitmenschen And they stay like this for all the night. und er bleibt in der Haltung die ganze Nacht hindurch. In the morning, this drunk man wakes up. Und am Morgen wird der Besoffene wach. He had no idea what had happened the night before, except that he was drunk. Er hat keinen Schimmer davon, was letzte Nacht passiert ist, außer dass er getrunken hat. And when he begins to regain his consciousness, he looks at this beautiful being sitting next to him. Und als er sein Bewusstsein wiedererlangt, schaut er dieses wunderschöne Wesen neben sich an. And he recognizes, this is the teacher of the emperor. Und er schnallt, das ist der Lehrer des Kaisers. And he thinks, oh my God, what did I do last night? Oh Herr im Himmel, was habe ich denn letzte Nacht angestellt? And so he says, please excuse me.
bitte entschuldigen Sie mich. I don't know what I did last night. Ich habe keine Ahnung, was ich letzte Nacht gemacht habe. But if I have been offensive, please excuse me. Aber wenn ich irgendwie beleidigend war, bitte verzeihen Sie mir. And Gudo again, with this loving compassion, spoke to him. Und Gudo sprach wieder mit der liebenden Güte zu ihm, mit dem liebenden Mitgefühl zu ihm. And he gave this beautiful Dhamma teaching. Und er gab ihm diese wunderschöne Dhamma-Lehre. But not as a lesson. Und nicht als Lektion von oben, ex cathedra. He didn't sit there and point his finger and say, "Oh, you foolish man." Und er hat also nicht den Finger gescholten und hat ihn gescholten. Ach, Sie dummer Narr. He just said, you know, life is very short. Und er sagt einfach nur, das Leben ist kurz. Everything is impermanent. Alles geht vorbei. And if you don't put your attention to the things that have real value, then your life will have been wasted. Und wenn Sie sich nicht daran konzentrieren, was wirklich wichtig ist und wirklich Wert hat, dann wird Ihr Leben verschwendet sein. And not only that, you will hurt your family also. Und nicht nur das, Sie werden Ihre Familie verletzen. It seems to me this is how Dhamma is shared. Das ist die Art, wie Dhamma geteilt wird. Not as giving lessons, but as sharing your loving heart. Nicht als eine Lektion erteilen, sondern das liebende Herz weitergeben. To care for the well-being of the other person. Sich das Wohlergehen des anderen zu kümmern. So Gudo gave this simple teaching, this simple sharing of Dhamma. So gab Gudo also diese einfache so teilte Gudo das Dhamma mit dem Mann. And this man said, "Thank you so much." Ich danke Ihnen, Gudo, und der Mann sagte, ich danke Ihnen so sehr. And Gudo said, "Okay, so now I have to leave." Und Gudo sagte, okay, ich muss jetzt mal wieder los. And he stood and he took his outer robe Er stand auf und nahm seine Robe and his little pointed hat, und seinen witzigen spitzen Hut. and he went to pick up his bag, his small bag. Und er ging und nahm seinen Büdel. And this man said, no, please allow me to carry your bag." Und der Mann sagte, bitte erlauben Sie mir, Ihren Bündel zu tragen. And Gudo said, "Okay, if you want." Und Gudo sagte, ja, wenn Sie möchten. And so they left the house and they began to walk. Und so verließen sie das Haus und gingen los. After 5 kilometers, Gudo said, "Well, thank you very much. I will take my bag now." Und nach 5 Kilometern sagte Gudo, ich danke Ihnen sehr, ich nehme jetzt mal einen Büdel. But this man said, no, I'll carry it a little bit further. Und der Mann sagte, nein, ich trage das noch ein bisschen. And so after another 5 kilometers, Gudo said, "Okay, I'll take my bag now." Und nach weiteren 5 Kilometern sagte Gudo, ich nehme jetzt aber meinen Büdel. But this man said, no, I carry it a little bit further. Und der Mann sagte, nee, ich trage das noch ein bisschen weiter. And they walked for another 10 kilometers. Und dann gingen sie noch 10 Kilometer. That's 20 kilometers if you've been keeping count. Okay, das sind also 20 Kilometer. And Gudo said, "Okay, please, you must give me my bag." Und dann sagte Gudo, also bitte, Sie müssen mir jetzt aber mein Büdel geben. And please go home. Und bitte gehen Sie nach Hause. And this man said, "No, I will never go home. Und der Mann sagt, nein, ich gehe nicht nach Hause. I will follow you forever." Ich werde Ihnen für immer folgen. So that's the story. Das war die C'est fini. Geschichte. That's the story. In modern Japanese traditions come from the lineage of a man called Mu-Nan. Eine der japanischen Traditionen kommt aus der Überlieferung eines Mannes, der Mu-Nan hieß. Heutiger. Nowadays. Yes. Heutiger Überlieferung. So the lineage, yes, modern Japanese understanding comes from the lineage of this man called Mu-Nan.
gemacht. Also Leute wissen, dass die heutige Überlieferung von diesem Mann Mu-Nan kommt. Okay? The man who never turned back. Soll ich weitermachen? Aus, Der Mann konnte sich... Nein, von dem Mann, der nie zurückgegangen ist. Von dem Mann, der sich nie umgekehrt ist. Okay, so that's the story. Das ist die Geschichte. All these stories, I think, are just they're useful ways to share Dhamma. Diese Geschichten sind eine nützliche Art, das Dhamma zu teilen. And once you find Dhamma, Und wenn ihr das Dhamma einmal gefunden habt, the best thing you can do is stay with it, das Beste, was ihr machen könnt, ist, bleibt dabei. even when it's not easy, Sogar wenn es nicht so einfach ist. even when it's frustrating, Sogar wenn es total frustrierend ist. even when you have doubts, Sogar wenn ihr Zweifel habt. but just keep going. Bleibt dabei. Geht, marschiert weiter. Yes, this is the best thing you can do because all of your life is always about you. This is the best thing All of your life is. about you. Das ist das Beste, was ihr machen könnt, weil das Wichtigste in ihr Leben ist, seid ihr selbst. And so that when you find happiness in your life, that's what you share. Wenn ihr also Glücklichkeit findet, ist das, was ihr mit anderen teilt. And when you have unhappiness in your life, that's what you share. Wenn ihr unglücklich seid, ist das, was ihr mit anderen teilt. So the best thing you can do for you and the universe is find something that brings happiness to you. Also das Beste, was ihr für euch selber und für das ganze Universum tun könnt, ist, findet was euch glücklich macht. I sat in front of my teacher in this darkened Dharma hall all those years ago. Und ich saß dann also an und unmals in der dunklen Dharma-Halle vor meinem Lehrer. He said, if you want to be happy, you have to cultivate a loving heart. Und er sagte, wenn du glücklich sein willst, musst du ein liebendes Herz kultivieren. You can chase the world forever, Du kannst der Welt ewig hinterherjagen. always waiting for the next smartphone or iPad or whatever. Also immer auf der Suche nach dem nächsten iPhone oder Smartpad oder schieß mich tot. Or in the emotional world, seeking a new relationship, a new relationship, a new relationship. Und in der Beziehungswelt immer eine neue Beziehung zu einem und dem nächsten und dem nächsten und dem nächsten anfangen. And the spiritual world, this practice, that practice, some other practice. Und in der geistigen, spirituellen Welt immer eine neue Übungsmethode, immer eine neue Lehre verfolgen. But all these things will disappoint you. Was auch immer, es wird dich alles enttäuschen. Just because they belong to the world of samsara. Ja, ganz einfach, weil das zu der Art des Samsara gehört, also die alte Leier. But if you want to be happy, Aber ihr werdet nicht glücklich davon. Oder du wirst nicht glücklich davon. focus on yourself, on your own loving heart. Bezieht euch auf euer eigenes, liebendes Herz. So love is the gift that you bring to your own life. Liebe ist die Gabe, die du in dein eigenes Leben bringst. And that you actually bring to the universe. Und dann bringst du es in das Universum. And to the lives of all the beings that we have any relationship with. Und in das Leben aller Wesen, zu denen wir in Beziehung treten. I said right at the beginning that Dhamma is actually very simple. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass Dhamma sehr einfach ist. It's just not easy. Ist nur nicht locker. But if we are to give the full teaching of Dhamma, we can do it very simply. Aber wenn wir die volle, komplette Lehre des Dhamma geben wollen, können wir das sehr simpel und einfach machen. Live with love and be aware. Lebe in der Liebe. Now that sounds very simple.
It sounds simple, Hört sich einfach an. but to understand it properly, you have to do a lot of work. Läuft aber wahrscheinlich auf viel Arbeit raus. You have to sit for a long time, Ihr müsst sehr lange sitzen. like Gudo and like all the masters. Wie Gudo und wie alle anderen Meister. You have to understand the architect of your life. Die Architecture, genau. Die Architektur deines Lebens. Ihr müsst die Bauweise eures Lebens verstehen. And it's you. Das seid ihr. So what you empower becomes your reality. Was ihr ermächtigt, bekommt eure Realität. So if you empower fear, your life becomes fearful. Wenn ihr Angst und Furcht ermutigt, empowert, also Macht gebt, wird euer Leben von Angst und Furcht bestimmt sein. And if you empower love, your life becomes loving. Wenn ihr Liebe ermächtigt, wird euer Leben mit Liebe gefüllt werden. Of the two, love is better. Von den beiden ist Liebe besser. Okay, so I think we'll finish there. And so I offer this to you this evening for your consideration and your reflection, and may you all be well and happy. And I thank you. Thank you, Michael. Michael, did you say love and be aware? Live with love and be aware. Yeah, I think that was missing. Sorry, I Yeah. didn't get Ah. that. Lebt in der Liebe und seid dessen gewahr. Seid in der Gewahrsein. You mean awareness, right? Yes, As second to love yourself? No, both the Included. two things together. Okay. We only say it that way because it has, in English, a better rhythm to it. Yeah. Live with love and be aware. Actually, live with awareness and be loving. Yeah. You know, it's the same thing. Yeah, that was an important point. I think. Would you open up for questions? Yes, to of you? course, of course. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Friederike. Das ist nicht leicht zu übersetzen. Vielen Dank. So, wir haben noch Zeit. You actually, if we would have to pay you, we have to actually pay only 50% because you got only half of the time. We still have a lot of time. But you don't have to pay me. So. I know. Oh, do we? Do we? We do. So there's actually still at least 10 minutes for question. Yes, that's why I stopped. Please. Also bitte seid so frei und fragt, was immer ihr möchtet. If you don't have a question, I'll tell you a joke. I'm serious. Also wenn ihr keine Fragen habt, erzählt euch jetzt einen Witz. Now you want the joke, don't you? The joke is a fun story, isn't it? Yes, yes. Usually. You know, we Germans don't have. That's not true. I know Thank you. Germans, they laugh But- a lot. Thank you. Okay, so you translate the joke also? So we see how it works. So Dhamma, just first of all, the setup to the story. So, first of all, These, I don't know. Vorgeschichte, the entrance story, Yes, right? yes. Vorgeschichte dazu. also jetzt nochmal die Vorgeschichte zu der Geschichte. So Dhamma is very simple, Dhamma ist richtig einfach. but it's also vast. It's enormous. Es ist riesengroß. Okay. And so one of the things that can happen is that we cultivate misunderstandings about Dhamma. Was also passieren kann, ist, dass wir Missverständnisse des Dhamma hegen und pflegen. So this is a joke just to move in this area. Also das bezieht sich auf sowas. Two friends walk into a bar. This is a Dhamma joke, really. Also zwei Männer gehen in eine Kneipe. Das ist also jetzt wirklich ein Dhamma Joke. Yes. And one sits down at the table, Einer setzt sich am Tisch and the other one goes to the bar to get a drink. und der andere geht zum Tresen, um was zu trinken zu bestellen. And sitting at the bar is a German man. Und am Tresen sitzt ein Deutscher. And as the man's waiting for his drinks, this German man says, "Do you want to play a little game?" Und während der Mann auf die Getränke wartet, fragt der Deutsche, And möchten Sie ein kleines Spiel spielen?
And he says, okay. Ja, klar. So this German man says, if you can answer this question, I'll buy you a drink. Also wenn Sie mir die Frage beantworten können, dann bezahle ich ihr. But if you can't buy it, if you can't answer it, you buy me a drink. Wenn Sie das nicht, wenn Sie die Frage nicht beantworten können, dann bezahlen Sie mir einen Drink. And so he said, oh, okay. Na klar. So the German man said this. Das sagt also der Deutsche. My mother and father had one child. Meine Mutter und mein Vater hatten ein Kind. It's not my brother and it's not my sister. Es ist nicht mein Bruder und es ist nicht meine Schwester. Who is it? Wer ist es? So the man thought for a moment and he said, I don't know, who is it? Und der Mann sagte, keine Ahnung, wer ist es? The German man said, well, it's me, of course, it's me. Und der Deutsche sagt, ich bin's. Logischerweise, ich bin das. And so the man, of course it's you, not your sister, not your brother. Of course it is. Na, logischerweise, nicht ihr Bruder, nicht ihre Schwester, sie bin das. So he bought him a drink. Und hat ihm also was zu trinken gekauft. And then he went to the table to meet his friend. Dann ist an den Tisch zurückgegangen zu seinem Freund. And he said to his friend, do you want to play a game? Sagt zu seinem Freund, willst du ein Spiel spielen? He said, yes, okay. Ja, klar. He said, my mother and father had one child. Meine Mutter und mein Vater hatten ein Kind. It's not my sister and it's not my brother. Ist nicht meine Schwester und ist nicht mein Bruder. Who is it? Wer ist es denn? And the man thought, he said, no, I don't know who it is. Und der Mann sagte, kein Schimmer, wer es ist. Who is it? Wo ist sie? Wer ist es? Yeah, he said, it's that German guy at the bar. Ah, ist der Deutsche am Tresen. 4 minutes. Once upon a time, we were quite in time in Germany, but we lost that totally. You are more German than we are now, staying so much to the time. We do have a lot of time for you. Well, I'm here, and whatever you want to do is okay with me. If you have a question, I'm very happy to try to answer. There's a book called Buddha Walks into a Bar. Did you read it? No. Buddha walks into a bar, and it really hurt, because it was an iron bar. Eine Stahlstange heißt das auf Deutsch, Iron Bar. Möchte jemand von euch was fragen? No? No question? It takes time. Sometimes, if I see persons who are so deep into this Dhamma or this meditation, sometimes if I go back home, I'm going back to my regular job, and then there's this kind of confrontation. You know, sometimes we're sitting on the mat, meditate, and then you go outside and meeting people and go in contact with other circumstances, and then. So now my question is just, you also had for sure some situations where it was really, really heavy for you to keep the love in the heart, or just on the whole way. Of course, of course. Perhaps you have some example, and you know what it is? So the whole story you told. If I had an hour, I would give you the story, the famous story about how I learned the power of love. Mm-hmm. How long do I have? Half an hour. Why not? If you all want to hear, it's up to you. Some of you know it. So those of you who know me know this story. It's you can translate, I guess, okay. If you want. I repeat what he said. Also, hat erst eine Stunde gebeten, nachdem gefragt hat, ob es irgendwie auch mal passiert ist, wo nicht so ganz erfolgreich in dem liebenden Herzen gewesen ist. Und dann hat gesagt, okay, wenn wir eine Stunde haben, dann kann ich das erzählen. Okay, jetzt eine halbe Stunde. So for 11 years I worked in a factory. Er hat 11 Jahre in der Fabrik gearbeitet. So I often say, well, I've lived in a monastery and I've worked in a factory. I wouldn't want to say which was the better teacher. Er hat also in der Fabrik gearbeitet und er ist
im Kloster gewesen und er kann wirklich nicht genau sagen, was der bessere Lehrer war. If we don't meet some difficulty, we're never going to progress. Wenn wir uns nicht irgendwelchen Schwierigkeiten aussetzen, werden wir auch nicht irgendwie weiterkommen. So it's only how we respond to that situation. Es ist, wie wir auf eine Situation reagieren, das, was den Unterschied macht. So I worked in a small department with with about 8 people, Er arbeitet in einer kleinen Abteilung mit 8 Leuten. and we were all very friendly with each other. Und wir waren alle ganz gut befreundet. We were all... Sorry, time's up. It was such a good story. Okay, well, I'm back in March, so I continue. Yeah? Please. What happened next? And so I worked in a small department with about 8 other people, Er hat also mit 8 anderen Leuten zusammengearbeitet and we were all terribly British. und sie waren alle sehr britisch. Every morning, hello, how are you? Did you sleep well? How is your wife? This kind of thing. Ja, und also man sagt dann, guten Morgen und wie geht es Ihnen und wie geht es Ihrer Frau? One day, the boss came to us and said, a new man is starting on Monday. Und einmal kam der Chef rein und sagte, am Montag fängt jemand Neues an. And we thought, this is great. Und sie haben gesagt, oh, klasse, Someone else coming to our happy little group. ein Neuer in unserer glücklichen kleinen Gruppe. We had no idea what was waiting for us. Kein Schimmer, was auf uns zukam. So on Monday, this new person arrived. Am Montag kam also der Neue. So I'm going to describe him. This all happened about 40 years ago, 30 years ago. Ich beschreibe das ist also vor 30, 40 Jahren passiert. Probably longer than that if I think about it, but it was a long time ago. So this person, he was little. Er war klein, Yeah, he was about 17 or 18 years old. 17, 18 Jahre alt, And he was little. ein kleiner. And he was obese. Und er war fett. Richtig. Fat. We don't say that in England anymore. but he was round, Er war also wohl gerundet, with legs and arms. mit Beinchen und Armen. And of course, a head. Und natürlich ein Kopf. So the head was the most interesting part. Und der Kopf war das Interessanteste. He had this thing, this acne. Oh, ja. Er hatte also Pickel im Gesicht. So his face was full of little yellow mountains. Okay. Viele kleine gelbe Berge. He had what we now call, I don't know, but spiked hair. Do you understand? Where your hair stands up? Haare, die hier in der Luft standen. And this was a long time before hair gel was invented. Das war schon eine Weile ist Haargel da. And it was just because his hair was so greasy. Und das Haar war so fettig. Who went, oh, because you haven't heard the worst. Es wird noch besser. So he would do this, and his hair would spike up like a hedgehog. Und er machte also so und dann gingen die Haare hoch wie beim Igel. And then his teeth Und seine Zähne were yellow. war gelb. And he said to me one time, I never clean my teeth. Und er sagt, ich putze mir nie die Zähne. And I thought, you don't have to tell me that. Also, du brauchst mir gar nicht erzählen. So this was his disposition. This is what he was like. So war er also. His worst, he had many poor qualities, but the worst one was what he would do with his acne. Okay. Das Schlimmste aber war, was er mit seinem kleinen gelben Gebirgen im Gesicht machte. None of this is an exaggeration. Etwas von dem ist schon übertrieben. He would, Nichts davon ist übertrieben. Alles nicht übertrieben. Nichts davon ist übertrieben. no. So he would take his finger and scratch a bouton, comment dire, Ja. a spot, Mhm. a spot. Also dann nahm er also sein Fingerchen und kratzte an so einem Pickel. And then, Okay. just like a bonbon, Wie so ein Bonbon. like a Tic Tac, just this. Bop. So that was what he was like physically. Also so war er körperlich.
Now, factory life is boring. Also das Fabrikleben ist ziemlich langweilig. Nobody really wants to be there. Niemand will wirklich da sein. And him more than anyone else. Ja. He didn't want to be there more than anyone else. Und er irgendwie auch nicht. Besonders er nicht, genau. Okay. Mhm. Yeah. And so his behavior was awful. It was horrendous. Also sein Verhalten war schreckscheußlich. You know, I'm quite old, and so in my generation, when a woman was present, you would not use bad language. Also ich bin etwas älter und in meiner Generation, wenn eine Dame anwesend war, benutzt man keine schlechte Sprache. But him, he did not care. Er hat sich darum überhaupt nicht geschert. It was the most awful language. Das war die grauenhaftesten Ausdrücke. And he didn't like anybody. Und er mochte niemanden. And in particular, he didn't like me. Und ihn mochte er erst recht nicht. And so he would do everything he could to irritate me. Er hat also alles gemacht, um ihm auf die Nerven zu gehen. Now I come from a very small island in the Irish Sea. Er kommt also von einer kleinen Insel aus der irischen See. I don't know how it is now because I live in France, Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, weil ich jetzt in Frankreich wohne. but in those days I was the only Buddhist on the Isle of Man. Aber Anno Dunnemal war ich der einzige Buddhist auf der Insel Man. So the whole weight of Buddhism was on my shoulders. Also die ganze Last des Buddhismus lag auf meinen Schultern. And I think that's what he knew, and that's why he was irritating me deliberately. Okay, also das hat er gehört und deshalb versuchte er ihm auf den Wecker zu gehen. And then one day he went too far. Und irgendwann ging er dann mal zu weit. Now look at me, I'm little. Guck mich an, ich bin klein. I've never ever in my life been a fighter. Und ich also ich habe in meinem Leben noch nie gekämpft. But I don't know what he said. I don't remember what he said now. Ich weiß wirklich nicht mehr, was er damals gesagt hat. But he went too far. Aber er ist zu weit gegangen. And I grabbed him here. Und ich habe ein Revers genommen. We have these coats that we used to wear. So I grabbed his coat here. Ja. And I swung him around and pushed him against one of the steel girders in the place where I worked. Also er nimmt den Revers, schleudert ihn rum und knallt ihn gegen einen Stahlträger. The whole roof shook. Die ganze Bude hat gewackelt. And I don't remember what I said. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich gesagt habe. But it was something like, don't ever do that again to me. It was something along those lines. Also war irgendwas in Richtung wie, mach das ja nicht nochmal. And he just laughed. Und hat nur gelacht. Because that's what he'd wanted. Er lachte und das war das, was er wollte. For 3 months he'd been building up to this moment where I would lose my temper and threaten to kill him or whatever I did. Also für 3 Monate hat er daran gearbeitet, dass ich mich irgendwie aus der Fassung zu bringen. So he walked away laughing. Und ist er lachend weggegangen. But for me it was horrendous. Für mich war es schrecklich. I felt like I'd betrayed Buddhism and every single Buddhist on the planet. Also für mich war das die Katastrophe. Ich fühlte mich, als ob ich den Buddhismus verraten hätte und jeden einzelnen Buddhisten auf dem Planeten. I was shaking with shame. Ich habe mich geschüttelt vor Scham. And I didn't know what to do. Ich hatte keinen Schimmer, was ich machen sollte. Because one thing I was sure of, that this was not a good way for a Buddhist person to behave. Also das Einzige, was mir klar war, dass das keine gute Methode war für einen Buddhisten, sich zu verhalten. So I went home that night Ich bin den Abend nach Hause gegangen, and I telephoned my teacher habe meinen Lehrer angerufen and I told him what had happened. und erzählte ihm, was passiert ist. And he said, "Oh, it's all right." Alles in Ordnung. He's saying, "Don't pick this up and carry it. It's happened. It's over now. Now we have to do the next thing. So don't pick this up. Don't make this important. We have to move Ich on." sage, nimm dir das nicht so sehr zu Herzen. Wir müssen weitergehen. Es geht weiter. And he said, "What you need now is loving kindness." Was du jetzt wirklich brauchst, And liebende Güte.
And so he, I think this was the first time I'd heard of this part of the practice. We do it on every retreat, but this was the first time I'd heard of this part of the loving kindness practice. Also das ist das allererste Mal, dass ich von dieser Loving Kindness, liebende Güte Praxis gehört habe. And it's where you raise the image of, first of all, your parents. Und das ist, wo du zuerst das Bild deiner Eltern herbeirufst, heraufrufst. And mentally you say, may you be well and happy. Maybe. Mentally you say, may you be well and happy. Und ihnen wünschst, dass es ihnen gut geht und dass sie glücklich sein. And then you raise the image of your Dhamma teacher. Und dann nimmst du dir das Bild deines Dhamma-Lehrers vor. And you say, may you be well and happy. Mögest dir wohl sein und glücklich sein. It's not so easy in German, huh? Well, I can translate it literally and I get a different meaning, or I get the meaning and it doesn't... No, I understand. I live in France. I'm British. But French... Sorry about that. No, don't you dare apologize. But French people, I think, are very clever. You know, they have a word for everything. They have the l'Académie des Français. Oh, we really? don't. All right. So, then you raise your immediate family and you offer loving kindness to them. Also, du denkst an deine direkte Familie und bietest denen liebende Güte an. Then friends, relatives and acquaintances. Dann Freunde und Bekannte. Okay. And then finally, Und the dann enemy. zum Schluss The die enemy. Feinde. Finally, the being that you're having some difficulty with or some problems with, you raise that image and you say, may you be well and happy. Also dann eure Feinde. Die oder denjenigen, die Wesen, mit denen ihr Probleme habt, nehmt euch das Bild vor, ruft es auf und sagt, mögest dir wohlergehen und mögest du glücklich sein. Of course, I said, thank you very much. Und ich sagte, And I danke did it. sehr. I did it immediately. Ich habe es sofort gemacht. And I went through this process, Und ich habe den Prozess abgespult and this face arrived in front of me und das Gesicht kommt dann with its yellow acne, und mit dem gelben Gebirge, yellow teeth and spiked hair. gelbe Zähne. And I said, may you be well and happy. Mögest du glücklich sein und mögest dir wohlergehen. It was wonderful. Das ist wunderbar. Wunderbar. I felt at peace immediately. Ich spürte den Frieden sofort. So I went to bed, and then when I woke up the next morning, I did my practice again. Ich bin ins Bett gegangen und habe am nächsten Morgen dieselbe Praxis nochmal durchgeführt. And again, I raised this face in front of me, Ich rief das Gesicht auf. and I said, may you be well and happy. Mögest dir wohlergehen und mögest du glücklich sein. And again, I felt so calm and peaceful. Und ich fühle mich wieder so ruhig und friedfertig. I thought, this is it. I've done it. This is it. It's easy. Ich habe gemacht, so geht das. So I went to work, Also ist auf die Arbeit marschiert, and I had this feeling of love and compassion for this fellow human being. hat das Gefühl von Liebe und Mitgefühl für diesen menschlichen Mitwesen. And that feeling stayed with me Und das Gefühl blieb bei mir und in mir. until the moment I saw him. Bis ich ihn dann begegnet habe. And then I just wanted to kill him. Und dann wollte ich ihn einfach nur umbringen. Not because of what he'd done, but because of how I felt about myself. Nicht wegen dem, was er gemacht hat, sondern wie ich mich So gefühlt habe. I began to reflect, well, what is loving kindness then? What is loving kindness? Was ist denn also liebende Güte? It has to be more than a good feeling in the meditation. Es muss also mehr als so ein warmes Gefühl während der Meditation sein. It has to be a living practice. Es muss eine lebendige Praxis sein. And then I reflected, Es muss eine Lebenspraxis sein. yes. And then I reflected, Und dann habe ich nachgedacht. this is me reflecting. If he was my friend, how would I treat him? How would I behave with him? Wenn er
Also ich habe nachgedacht und habe überlegt, wenn er jetzt mein Freund wäre, wie würde ich mit ihm umgehen? I would treat him kindly. Ich würde lieb zu ihm sein. So I determined in that moment, I'm going to treat this person kindly. Also habe ich in dem Moment beschlossen, And ich werde den Menschen lieb behandeln. and whatever he does to me, I will ignore it. I will just let it go. Und was er auch immer gegen mich macht, ich lasse es einfach And passieren. I will just treat him kindly. Und ich werde einfach nur nett zu ihm sein, lieb zu ihm sein. And I'll start tomorrow. Und ich fange morgen damit an. And so the next day when I met him, Und am nächsten Tag, als ich ihm dann begegnet bin, his name was Paul. Paul. Yes. Also er hieß Paul. So when I met him, I said, "Hello, Paul," in a friendly manner, the way I would speak to the other 8 people I worked with. Also habe ich ihn mit Hallo Paul gegrüßt, in derselben freundlichen Art, wie ich alle anderen Leute in der Gruppe behandelt habe. Now, I don't remember what he said to me, but I'm quite sure it wasn't "Hello, Michael." Also ich weiß nicht, was er damals gesagt hat, aber er hat auch nicht But Hallo Michael gesagt, I didn't mind. aber war egal. And if I needed help doing some work, sometimes we had to move heavy boxes. Und wenn ich irgendwo bei Hilfe brauchte, weil wir mussten manchmal irgendwelche schweren Kisten irgendwie weiterschaffen. I would, if there was no one else to ask, I would ask him. Und wenn wirklich niemand anderes da war, habe ich ihn gefragt. And whatever he said, I would just accept. Und was immer er gesagt hat, habe ich das einfach so akzeptiert. And so I continued this kind of practice Und ich habe also diese Art der Praxis weitergeführt, until one morning something happened. bis dann eines Morgens was passiert ist. I met him and I said, "Hello, Paul." Ich bin ihm begegnet und habe gesagt, hallo Paul. And he said, "Oh, hello, Mike." Und er sagte, oh, hallo Michael. So then I'm in a conversation with him. Und auf einmal war ich mitten im Gespräch mit ihm. So I have to say the next thing, Und jetzt musste ich also das nächste sagen. which was, it's quite a British thing to say. "What did you do last night?" Ist so eine britische Art. Was hast du gestern Abend gemacht? Oh God, he told me. Und er hat mir erzählt. It was awful. I'm not going to tell you what he told me. Also, es war scheußlich. Ich erzähle euch nicht, was er mir gesagt hat. But as we went on, our relationship changed till we could be together in a friendly way. Aber wie sich die Sache dann weiterentwickelt hat, hat sich unser Verhältnis zueinander verändert, so dass wir freundlich miteinander umgehen konnten. We were never ever going to be friends. Wir waren nie wirklich Freunde. But we could have a relationship based in a mutual kind of friendship. Aber es war eine freundliche Beziehung. And then one day, I was having my lunch, we would take a sandwich to work, and I was sitting having this sandwich, and he came and sat right next to me and having his lunch. Und eines Tages, da habe ich also Mittagspause gemacht und habe mein Butterbrot gefuttert und er hat sich direkt neben mich gesetzt and I really und thought, hat sein Mittagessen gegessen. I really thought, oh God, I've gone too far. Oh, Scheiße, jetzt bin ich zu weit gegangen. But this being, this person called Paul, was such a gift in my life. Also dieses Wesen, dieser Mensch Paul war so ein Geschenk in meinem Leben. If it hadn't been for him, maybe I would never have understood that love has to be a living practice. Wenn er nicht gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich nie kapiert, dass Liebe eine lebendige Praxis sein muss. And many, many years later, I met him again. Und viele, viele Jahre später bin ich ihm wieder über den Weg gelaufen. I was at the airport on the Isle of Man, Ich war auf dem Flughafen auf der Isle of Man and he was serving coffees and beer. und er hat also Kaffee und Bier im Restaurant verkauft. Yes, in the bar, In der yes. Bar. Ja. And so I saw him, and he was exactly the same. Und er war immer, ich habe ihn gesehen und er war immer noch haargenau so. And really, I almost wanted to go and touch his feet and say, thank you for the gift you gave me. Und ich wollte fast
zu ihm hingehen und seine Füße berühren und sagen, danke, danke für das Geschenk, was du mir gegeben hast. I didn't, of course. Ich habe es nicht gemacht. But I saw him and I said, so enthusiastically, I said, hello, Paul. Und ich war ganz begeistert und sagte, hallo Paul. And he looked at me and said, it's Mike, is it? Was sagt Mike, oder? So what happened? The whole incident meant nothing to him. His life stayed exactly the same. But for me it was this most beautiful and powerful teaching. Und für ihn hat das also wohl überhaupt nichts bedeutet. Sein Leben ist einfach so weitergelaufen. Aber für mich war es der bedeutendste Lehre. So in those times when I have met difficulties, Also zu Zeiten, wenn ich solche Schwierigkeiten habe, there is one small expression that I have used to remind me of who and what I am. es gibt einen kleinen Ausdruck, der mich daran erinnert, wer und was ich bin. And it comes from the Japanese samurai. Es kommt von den japanischen Samurai. Now, by the time I'm starting to tell you about this part of my life, I had already been accepted as a disciple with my teacher. Also zu dem Zeitpunkt war ich schon als Schüler meines Lehrers angenommen worden. And now you owe me money. And now, and so this expression, and this I carried with me for all the years when I was traveling, and just to remind me who and what I am. Es ist dieser Ausdruck, der mich daran erinnert, wer und was ich bin. I'm only one thing. Nur ein einziges Ding. What is that one thing? Was ist dieses eine Ding? I am a disciple of Dhamma. Ich bin ein Schüler des Dhamma. I'm a disciple of Dhamma. That's what I am. Ich bin ein Schüler des Dhamma. Das bin ich. Punkt. But I'm a disciple of Dhamma who's married. Ich bin ein Schüler des Dhamma, der verheiratet ist. I'm a disciple of Dhamma who has children. Ich bin ein Schüler des Dhamma, der Kinder hat. I'm a disciple of Dhamma who works in a factory in those days. Ein Schüler des Dhamma, der in der Fabrik arbeitet. But that was always my reminder to stay on the path, to stay focused. Aber das war mein Denkzettel, mein Chat, damit ich auf dem richtigen Weg blieb und fokussiert blieb. So whatever the difficulty, whatever the problem, love is always the answer. Also egal, was immer das Problem ist oder die Frage ist, Liebe ist die Antwort. But you just have to understand what love really is. Aber man muss nur wissen, was Liebe wirklich ist. Going to finish right now, I promise. I was giving a Dhamma talk this morning on retreat, and I'm known that I can talk a lot. Also ich habe heute Morgen im Retreat einen Dhamma-Vortrag gehalten und es ist bekannt, dass ich eine Menge reden kann. Because I love this subject. It is the blessing in my life. Ich liebe dieses Thema. Das ist das Wichtigste in meinem Leben. And I was talking this morning, Ich habe heute Morgen also geredet and I remembered that. und ich habe das erinnert. And I said, you know, I could talk for England. You could talk. In the Talking Olympics, I could talk for England. Also wenn es eine Rede-Olympiade gibt, dann könnt ihr für England reden. So you have to understand what love really is. Not romantic love, but dharmic love. Also müsst ihr wissen, was Liebe wirklich ist. Nicht romantische Liebe, sondern Liebe im Sinne des Dhamma. And I was teaching in Bodh Gaya for 10 years. Teaching in Bodh Gaya. Also er hat vor 10 Jahren? Yes, 10 years. Er hat 10 Jahre in Bodh Gaya unterrichtet. Yes. And of course the people in the town knew me quite well. Und die Leute in der Stadt kannten ihn schon. And they gave me, for me, the most beautiful name. Und sie haben ihm den wunderschönsten Namen gegeben. They called me Mike G. Mike G. The Guru with the loving heart. Den Guru mit dem liebenden Herz. So perfect for me. I love that idea of that. Okay, so thank you. I don't know if that was useful or not.
Seid ihr damit einverstanden, dass wir applaudieren? Ich finde es Thank you. Thank you so much. I'm sure I'm not the only one who could continue listen to you for much longer. Well, I have another story now.